Ich bin 82 nach Wien gekommen. Ich habe gedacht, das wird ein kurzer Ausflug, so ein Jahr, und dann bin ich wieder im damaligen Tschechoslowakei, in Slowakei, und mache ich weiter mit meinem
meine Kunst oder meine Bilder. Aber ich bin dann verurteilt worden für zwei Jahre Gefängnis. Und da bin ich eigentlich hier geblieben, was natürlich auch sehr ein glücklicher Fall war. Da bin ich sehr zufrieden, dass ich da bin. Ja, vorher, also für Malerei habe ich mich immer interessiert. Das war ja, wann habe ich die Ölfarben gekriegt? Habe ich so 7, 8 Jahren habe ich die ersten Ölfarben gekriegt und zum Weihnachten. Aber vorher habe ich natürlich schon mit Bleistift, Pastellen, Kreiden, Aquarellen gemalt und gezeichnet, weil mein Vater war ein Hobbymaler. Und das hat mich schon ganz früh interessiert. Naja, ich habe begonnen, also der Anfang noch in Slowakei, wo vieles verboten war in Tschechoslowakei, wo man die Surrealisten schwer gekriegt hat, sozusagen zum Anschauen, oder diese abstrakte Malerei, wo mich auch damals, ich habe noch im Slowakei habe ich eigentlich abstrakt gemacht, zuerst surrealistisch, ein bisschen Salvador Dali, Max Ernst, das Tinguely oder wie der heißt. Also diese französische Surrealisten, René Magritte dann. Und dann später wieder diese Informellmalerei oder diese amerikanische abstrakte Expressionismus, wo ich dann sowas ähnlich versucht zu malen. Und dann später bin ich drauf gekommen, ich kann eigentlich nicht malen. Wenn ich mir dann den Rembrandt oder den Velázquez oder den Vermeer angeschaut habe, habe ich mir gedacht, das kann ich nicht. Also ich malte wie vielleicht abstrakt wie der Pollock oder der Mark Rothko oder wie die alle heißen. Aber letztendlich kann ich nicht malen. Ne? Da habe ich mich natürlich begonnen zu beschäftigen mit alten Meistern. Und da war der Rembrandt, habe ich begonnen zu kopieren, der Rembrandt, dann über Techniken, also so Bücher gelesen, meistens von Restauratoren geschrieben, die den Bilder restauriert haben, über verschiedene altmeisterliche Techniken, mit Untermalungen, mit Lasuren, mit Pastosenmalerei und so weiter. Ja. Und dann habe ich begonnen zu kopieren zuerst. Also wie gesagt, Rembrandt war das wird mich meistens kopiert. Velázquez habe ich probiert. Ja. Und ja, so habe ich ein Handwerk gelernt. Da habe ich einen schönen Satz gehört von Picasso wieder, wo der Kritiker gefragt hat, Herr Picasso, wieso malen Sie wie Matisse? Und er hat gesagt, jemand muss weitermachen. Und da habe ich mir gedacht, Gott, der Bacon war ein Vorbild und da muss jemand weitermachen wie er. Und da habe ich dann wieder begonnen, mich mit Bacon zu beschäftigen. Und jetzt das Letzte, das ist schon für mich sehr spannend, habe ich die zwei Großen vermischt und jetzt mache ich Versionen, so Figuren im Interieurs, und das ist der Vermeer der Vermeer trifft auf Bacon.
So, es ist so jetzt sozusagen das erste Ding und normalerweise jetzt sitze ich, gehe ich, mache ich Punkte, wische ich weg, tue ich ein bisschen Farbe dazu. Aber im Grunde ist es jetzt so untermalt, wo ich so zufrieden bin. Und schauen wir das nächste Schicht an. Also ich male alles jetzt. Ich male Landschaften, Figuren, Stillleben, Porträts, Köpfe in Bewegung, nicht? Wo ich so ein bisschen mit Kamera, mit Fotokamera spiele, mit langer Zeitbelichtung und es ist auch eine, ja, dann Porträts für geistig Behinderten, das interessiert mich immer, mache ich immer wieder. Gute Frage, warum? Wahrscheinlich, weil wenn ich, also ich kann nur es vermuten, wahrscheinlich, weil mein Bruder so geistig und körperlich sehr behindert war. So das eine vielleicht. Ich bin auch kein Psychoanalytiker, ich weiß es nicht so genau. Und vielleicht, weil ich im Jahr 2000 habe ich von meinem, also im Haus ab und zu, wenn ich in Slowakei war, gemalt und gearbeitet, wo der Nachbar damals hat man mir gesagt, Dorftrottel, ne? Ein Typ, der immer ins Atelier gekommen ist und geschaut, wie ich gemalt habe. Also auch so geistig behinderte Mann, der sehr interessant war, der Iggy. Und da habe ich begonnen zu porträtieren und aus dem hat sich das alles entwickelt. Ich weiß nicht, wieso ich das alles so male. Ich male Tod und liebe das Leben und ich male Sonne, ich male Nebel und liebe Sonne. Ich mag Frauen, mal ich Männer. Ich weiß nicht warum. Ja. Aber das, was ich gern habe, male ich nicht. Es ist immer umgekehrt. Es ist auch im Leben, es ist auch im Leben so, es ist immer umgekehrt. Es sind meisten Leute, die vielleicht unzufrieden sind oder unglücklich sind oder die haben, also also die haben um sich so, also schöne Sachen, nicht? So aus Ausgleich, nicht? Ich, es ist meistens so, also die Leute, also ich habe einen Pfarrer, der hat glaube ich, die Porträts von geistig Behinderten gesehen und hat gesagt, und mit so einer unglaublichen Aggression hat er gesagt, was ist das für ein Mensch, der sowas malt, nicht? Aber mit einer Aggression, wo ich mir sage, aha, wieso ist er so aggressiv, nicht? Ich meine, also das sind auch Menschen, nicht? Wieso, also ich möchte sie jetzt nicht bloßstellen oder es ist ein Respekt, es ist nicht eine und das sind dann man kann es natürlich nicht das generell sagen, aber bei mir ist es sicher so, ich
ich lebe gern, nicht? Ich lebe gern, ja, ich kann sagen, ich bin zufrieden, ja, macht mir Spaß, was ich mache. Ähm, und, ähm, und vielleicht sind die Totenköpfe sozusagen ein zeigender Finger, ne, wo man sagt, pass auf, du bist nicht der Bindepunkt. Ne? Ja. Und ich finde es auch überhaupt nicht destruktiv. Nicht? Also es ist auch, auch, auch in diesen Bildern versuche ich, also das Objekt, als zum Beispiel, sagen wir jetzt, der Totenschädel, ist mir, natürlich ist es ein zentraler Punkt, aber das Rumherum, ne, was der Vermeer so geschafft hat, ne, also die Figuren von Vermeer sind teilweise wie Puppen, ne, die Hände sind wie Gummihandschuhe, aber diese Stille, die da herrscht, ne? Diese Atmosphäre, diese Luftigkeit, diese Räumlichkeit im Raum, das ist das, was mich so begeistert. Und das ist auch, ab und zu schaffe ich es immer in meinem Stillleben, so eine Stille zu erzeugen, nicht? Also das Objekt, ob das jetzt Blume, ob das jetzt Kerze, ob das jetzt Totenschädel ist, ist nicht so jetzt kompliziert oder so. Also was mich beschäftigt oder was mir große Probleme macht, malerisch jetzt, das Drumherum zu malen, nicht das Objekt direkt. Das Objekt ist eine Frage der Technik. Aber diese gewisse Etwas, diese gewisse Nuance, wo sich das gemalte Objekt oder das Gemalte unterscheidet von dieser Stimmung. Ne? Das ist das, was mich fasziniert.
Warum male ich? Also weil ich malen muss. Ja. Es ist wahrscheinlich also, wie der Picasso gesagt hat, wie der Vogel fliegen muss, muss ich malen.